Hallo und willkommen zu einem neuen Vlog. Ich nehme euch wieder mit durch meinen Alltag. Und ja, die erste Aktion für heute ist neuen Laptop kaufen. Meiner hat endgültig den Geist aufgegeben. Ich weiß nicht, wann ich den Vlog von jetzt, den ihr schon wahrscheinlich dann hoffentlich gesehen habt, beenden kann. Ich bin schon spät dran. Deswegen muss ich jetzt den neuen Laptop holen, weil sonst gibt es keine Vlogs. Und das ist jetzt schon der nächste, den ich dann hoffentlich starte. Und ich dachte, ich nehme euch mit. Also ich hatte ja jetzt ein MacBook und das ist auch schon ein bisschen ein älteres Modell und es hat schon bei den ganzen letzten Vlogs gesponnen und jetzt ist er komplett, hat er gesagt, nee, ist jetzt vorbei. Ist jetzt vorbei. Und ich dachte so, ja, ich muss jetzt mal langsam einen neuen kaufen. Und heute hat er gesagt, nee, du musst jetzt einen neuen kaufen. Und da gehe ich jetzt und hole einen neuen. Lecker Gemüsesuppe. Weißt du, das sieht aus wie so ein Würmchen. Ja, ne. Guck mal, das ist ein Pilz. Ja, das ist ein Pilz. Das ist alles Vegetarian. Mit Tofu. Das sieht so schön aus, die Farben. So muss Essen aussehen. Zweiter Tag. Heute geht's mal wieder zu Ikea, mein Lieblingsort zum Shoppen. Wenn man so wie ich so viel zu Hause hockt und immer nach rechts und links guckt, dann überlegt man immer, ach, hier könnte ich mal wieder was verändern, hier könnte ich mal wieder was machen. Seid ihr auch so? Schreibt es mir in die Kommentare. Liebt ihr es auch zu Hause immer irgendwas zu verändern? Das muss nichts Großes sein, man muss nicht immer alles neu kaufen. Das sind oft so ganz Kleinigkeiten, die dann sehr, sehr viel ausmachen. Und in meinem Fall ist es jetzt, habe ich mich an die Wohnzimmerfenster gemacht. Beziehungsweise wir sind ja jetzt hier schon, wir werden dieses Jahr im April 4 Jahre, die wir hier schon drin leben in diesem Haus. Und ich habe bis heute im Wohnzimmer keine Gardinen ran gemacht. Wir haben halt Außenjalousien, ich habe eine schöne Aussicht und dachte so, ach nee, muss ich nicht. Ist auch ein bisschen kompliziert bei unseren Fenstern und weil da diese Heizung davor ist und so weiter. Zeige ich euch mal später nochmal. Habe ich mich nicht rangetraut, aber jetzt dachte ich so, nee, ich mache jetzt mal was dran, weil mich nerven auch die Fenster, die sind nicht so schön und es sieht nicht, ja, jetzt nervt es mich. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache jetzt was. Und ja, dank eurer Hilfe auf Instagram, wo ich fleißig Umfragen gemacht habe, habt ihr mir so ein bisschen auch geraten, was dann so passen könnte und so. Habe ich jetzt schon mal online Plissés bestellt. Mal gucken, wann die ankommen. Die müssen die nächsten Tage eigentlich kommen. Und werde jetzt auch noch bei Ikea eine Gardinenstange und noch Gardinen holen. Ich weiß noch nicht, ob ich nur rechts und links so Schals mache oder ob ich so dazwischen welche setze. Ich blende euch mal nämlich so ein Bild ein. Das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, aber es ist bei meinen Fenstern ein bisschen schwierig, weil ich so in der Mitte diese Heizung habe. Und das ist halt so ein bisschen doof, ja, weil dann die Längen unterschiedlich sind. Deswegen schaue ich mal. Aber ich gehe auf jeden Fall jetzt los und gucke, was ich so Schönes da finde. Meine Lieben, also die Inspiration für die Fenster war jetzt dieses Bild hier von Ikea, von der Ikea-Seite. So, das war nämlich die Inspiration. Ich fand das so schön, dass da halt eben diese Jalousien sind und dann noch diese Schals. Ja, also auch mit dieser Aufhängung finde ich jetzt richtig gut. Das heißt, dass wir, genau, das will man dahinter machen, ne? Eventuell auch noch ein bisschen zuziehen. Aber wollen wir das auch so machen, dass wir die beigen da haben und in der Mitte dann die so? Ja. Weil ich will ja schon das Ganze so ein bisschen so offen lassen, dass ja hier dann dieses Plissé ist. Oder
Wenn die Blisés jetzt nicht so toll aussehen, weil ich weiß ja nicht, wie die ankommen, dann kann man die Blisés ja auch weglassen und das halt wirklich für so eine Gardine nutzen, weil die ist ja relativ lichtdurchlässig. Mein Problem ist, ich will halt nicht diese ganze Fensterfront so zumachen, weil ich finde, das macht so den Raum jetzt wieder dann zu klein und zu, ich will es so ein bisschen frei, so locker, deswegen halt so, wenn dann so locker. Okay, also dann die habe ich mir ja schon notiert, die und diese Schiebedings kann der Baba montieren an die Wand. Warte mal, ich gucke nur, ob man die auch andersrum montieren kann. Ja, ja, kann man so an die, ist ja an der Decke dran. Ja. Ja. Medium sagt, so werden die Zimmer von den Jungs später aussehen. Okay, Also nicht genau so, aber es ist halt so ey, aber der typisch. Der Stuhl ist nice. So hätte ich eigentlich gern meinen Waschraum. So mit diesen ganzen Regale und hier mit diesen Körbchen. So wisst ihr, so hier die Handtücher rein. Hier, man kann ja sowas auch erstellen. So die Sachen so aufhängen. So hier Sachen aufhängen. Verschrauben. So, das ist mein zukünftiger Hauswirtschaftsraum. Irgendwann werde ich so einen schön haben, inshallah. So, wir haben jetzt eine Runde oben gemacht. Jetzt, das darf nicht fehlen bei Ikea. Ihr müsst unbedingt so die veganen aus Erbsenprotein Kotkola essen. Die kann man auch unten gefroren kaufen. Die müssen wir auch mal wieder nachkaufen. Die zu Hause schmecken so lecker. Als wir die das erste Mal gegessen haben, dachten wir so, nein, wir haben aus Versehen die mit Fleisch genommen. Die haben uns die falschen gegeben. Das sind nicht die veganen. Das kann gar nicht vegan sein, weil die so lecker schmecken. Also täuschend echt mit der Soße und so. Sehr lecker, kann ich sehr, sehr empfehlen. Deswegen immer, wenn wir hier sind, müssen wir das erstmal so deftig, so Kartoffelpüree mit der Soße und den Kotbulan. Also, jetzt ausprobieren. Den müssen wir mal backen, den Kuchen. Sollen wir mal den Kuchen nachbacken? Ja. Okay, ich esse das hier. Yummy. Sag mal hallo. Hallo. Ups, was ist das? Ja, da ist ein Spiegel drin. Hallo? Hallo. Hallo. Eine Nummer jetzt? 42. Oh, hier ganz am Ende. Wie heißt das? Das heißt Ragund. Hier das. Hä? Nee, das ist es aber nicht. Doch, das war so. Das ist das hier. Hä, lol, das ja stimmt. Ja. Ja, die heißen beide Ragund. Warte mal, ich überlege gerade, ob das nicht zu hoch sein wird. Im Badezimmer? Das ist so umkippt, weil es so lang und dünn ist. Können wir das erstmal weglassen, weil es ja nicht so notwendig. Ja. Ich kriege langsam Bauchschmerzen. Gut, dann gehen wir jetzt was anderes rein. Oh, vielleicht ist hier... Ja! Oh mein Gott! Warte, oh nein, jetzt ist es nur noch eine. Oh, Mario. Oh, was für ein Glück. Ey, genau diese Gardine, warte. Ist es die gleiche? Ja, oder? Ja. Genau diese Gardine ist oben ausverkauft. Und jetzt finde ich die in der Fundgrube. 7 Euro. Nee. Doch. Hanna Lili. Oh, was für ein Glück. In der Fundgrube gefunden. Damit wir auch den Kindern
die Kotbullar machen können, haben wir davon auch noch ganz viele mitgenommen. Die veganen. Ich glaube 8 Packungen. Ist immer praktisch. Schmeckt auch sehr lecker, wenn man so Champignon-Sahnesoße macht, ne? Und dann Kartoffelpüree. Yummy, yummy. Wir sind wieder da. Ich wollte euch mal schnell, bevor es dunkel wird, die Fensterfront zeigen. Nicht wundern, da hängt eine Decke dran. Weil unsere Außenjalousie ist mal wieder kaputt gegangen. Und dann kann man eben abends hier reingucken. Abends machen wir ja eben die Außenrollos runter. Das ist ja da oben hier der Rollkasten. Der sieht ja auch nicht sehr schön aus. Und weil ja eben die Fenster auch nicht so schön sind. Die sind leider... Wie gesagt, wir wohnen ja hier zur Miete und zum Beispiel auch hier gerade, wenn so Gerümpel ist, es sieht nicht so schön aus, wenn man hier mal rausguckt auf dieses Gerümpel. Deswegen ist es auch ganz praktisch, gerade so diese Plissé-Rollos, weil man die ja zum Beispiel auch nur zur Hälfte hoch runterziehen kann und oben freilassen oder man zieht sie runter und lässt unten frei. Seht ihr hier, es sind ja zwei Fensterscheiben und da kommt man nicht ran und dazwischen ist wie so Beschlag, Dreck. Und die sehen einfach so, gerade auch wenn schönes Wetter ist, die Fenster sehen schmutzig aus, obwohl sie nicht schmutzig sind. Deswegen ist es nicht so schön. Und jetzt kommt dann eben, mal gucken, wie schnell. Ich werde da schön Druck machen. Hier dann jetzt diese, was wir heute gekauft haben, diese Gardinenleiste ran. Die wird jetzt wahrscheinlich so, ich habe nämlich ausgemessen. Ich hatte nämlich den Kasten ausgemessen. Und dann wird es 10 cm ein bisschen breiter sein, weil ich will halt, dass genau hier so diese Schals hängen. Also die zum Beispiel die beigen und dann hier dazwischen dann nochmal so die weißen. Mal gucken, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Da bin ich mal gespannt, wie diese Plissés sind. Und ob ich da die richtigen Maße genommen habe, weil das war nämlich auch das Problem bei den Fenstermaßen. Zum Beispiel bei Ikea gibt es auch Jalousien und Rollos und Plissés und so, aber es gibt immer nur 90 oder bei Ikea sogar 80 und dann 1 Meter oder es gibt eben 90 und 1 Meter, aber ich brauche 95, damit es genau da so drauf liegt, dass es nicht die Griffe nicht stören. Deswegen 95 habe ich bei Otto gefunden gehabt und da bin ich echt gespannt. Mir hat leider meine Pflanze nicht überlebt. Ich habe echt keinen grünen Daumen. Ich habe ja, nur so meine klassischen, warte mal, die Palmen leben gut. Das Ding lebt irgendwie und hat seinen eigenen, weiß ich nicht, was mit dem los ist hier, der Vatialita wächst. Und das ist unecht und das ist die einzige Pflanze, die ich seit meiner Hochzeit habe. Die war so klein, so klein. Und die ganzen Jahre ist sie vielleicht nur so ein Stück gewachsen. Und dann haben wir die letztes Jahr jetzt umgetopft und auf einmal ist sie dreifach so groß geworden, weil wir sie umgetopft haben. Und jetzt müssen wir sie, glaube ich, nochmal umtopfen. Aber ja, jetzt haben die so einen grünen Daumen, aber die bei mir dann leben, die habe ich auch lieb, meine Pflanzen. Leider hat es diese hier nicht überlebt. Ich wollte hier unbedingt sowas haben, weil ich das schön finde. Deswegen wirst du jetzt ersetzt durch das Unechte. Oh, ich weiß nicht, ob das zu groß ist. Ups. Vielleicht doch ein bisschen zu groß. Aber die kann man ja knicken. Ups, oh. Yay, es rieselt. Tote Pflanzen. So, wir haben ja vorhin dieses Teil hier geholt und ich wollte es jetzt aufbauen. Es kommt nämlich dahin. Ich habe ja hier, so, das wisst ihr gar nicht, aber ich habe mein Zimmer umgestellt. Mein Bett steht jetzt nämlich hier auf der Seite. Hier ist die Tür. Und es steht jetzt da und da ist mein Schreibtisch. So, deswegen... Ich brauche halt Stauraum, deswegen habe ich halt das geholt. Habe ich nochmal so eine Kisten geholt. Das ist jetzt vielleicht unnötig, aber das sah einfach cute aus. Habe ich das geholt. Und so eine 2 durchsichtigen Behälter. Und die Kerzen. Die waren einfach schön. Ja, ich packe das mal aus. So, das ist jetzt aufgebaut. Ich räume das jetzt ein. Die Gardinenschienen sind jetzt dran. Das ging super schnell. Das waren ja 4 Teile. Wir haben ganz schnell rangebohrt. Das ist ja so ausgemessen. Das ist ja ungefähr so über den ganzen Kasten geht. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich diese Gardinen jetzt mache, weil ich hatte jetzt die ganze Zeit nur Gardinenstangen. Und jetzt habe ich ja diese Teile. Ich weiß nicht, wie viele, wo ich die genau überall ranmachen muss. Ich habe einmal diese Teile. Diese Teile sind dazu da, dass die Gardine dann so ein bisschen faltiger liegt. Also das sieht dann wohl
ein bisschen schöner aus. Und ich denke, das würde ich bei den beigen Schals, würde ich das so machen, dass die, weil die eigentlich ja dann da an den Enden eigentlich immer so bleiben. Die schiebe ich eigentlich nicht hin und her. Deswegen denke ich, da würde ich halt jetzt diese Teile ranmachen, damit das eben so schön faltig bleibt. Genau, aber ich weiß halt auch nicht, wie viele. Ich muss mich ein bisschen durchtesten. Und dann mache ich an die weißen diese ganzen Teile ran. Befestige das mal einmal und schaue mal, wie das aussieht. Beziehungsweise ich muss ja jetzt mal gucken, wie lang die sein werden, damit ich die dann auch dementsprechend noch kürze. Ich habe mir jetzt gedacht, dass ich jetzt hier, also rechts und links, ich kann jetzt nicht die ganzen Fenster zeigen, weil ich mich jetzt drin spiegele. Und ich habe mich schon umgezogen, also beziehungsweise ausgezogen. Also rechts, links ein beiger Schal ist der Plan. So dachte ich. Und dann dachte ich hier 1, 2, 3 von den weißen Schals, so immer zwischen den Fenstern sozusagen. Dass es ein bisschen mehr wie so Deko ist, ne? Und dazwischen kommen ja die Plissés an die Fenster dran. Also ein bisschen wie auf diesem Foto hier. Ich blende es euch mal noch ein. So habe ich mir das gedacht. Oder halt, wenn es dann viel sind, ist es zu viel. So, jetzt bin ich mal auf Ikea aufgegangen. Die heißen ja richtig. Und die müssen wir richtig hier anbringen. Jetzt habe ich diese Gardenia hier ausgepackt, die weißen. Und hier ist das gezeigt, wie das Ganze nämlich ist, dass da so eine Falte entsteht. Dass man jetzt hier diese Stelle nimmt und diese Stelle und die dann zusammen verbindet. Das heißt, ich nehme jetzt, Moment, mit deiner Hand wird es jetzt schwierig. Lana, kannst du mal kurz hier die Kamera halten, damit ich das mal kurz hier demonstrieren kann. Wie die sich das gedacht haben. Jetzt habe ich es erst verstanden, ey. Technik, die begeistert. Also, das heißt, ich nehme jetzt hier und mache da so einen kleinen Knicks rein. Und nehme die hier mit rein. So, und genauso hier oben. Moment, wir wollen es ja ganz genau. Die dritte und die erste. So soll das sein. Und so entsteht hier jetzt so eine kleine Falte. So macht man die ran. Das heißt, wenn man die dann halt glatt zieht, dass man trotzdem so eine Falte hat. Aber ich glaube, bei den anderen brauche ich es nicht zu machen, weil ich die ranschiebe. Da muss ich mal gucken, wie das bei den anderen aussieht, wenn ich es nur mit den weißen Haken mache. Meine Lieben, ich zeige euch mal gleich die Fenster. Ich habe jetzt provisorisch die Gardinen rangemacht und habe gemerkt, mir fehlt noch ein Schal, brauche ich, damit das so aussieht, wie ich mir das vorstelle. Ich zeige es euch gleich mal und dann muss ich alle kürzen und das wird ein Spaß, auf den ich gerade überhaupt keine Lust habe. Ich habe schon überlegt, soll ich die einfach zum Schneider bringen? Ist einfacher. Aber ich glaube, das wird dann für 1, 2, 3, 4, 5 Schals. Weil ich glaube, diese Seiten, die Seitenschals, die beigen, die sind ja von H&M, die sind immer ganz gut. Die muss ich nämlich meistens nicht kürzen, weil die sind, glaube ich, 2,45 oder 2,50 immer bei H&M. Und die von Ikea sind halt immer 3 Meter. Von daher muss ich die kürzen. Zeige ich euch mal. Also ich finde es nicht schlimm, die beigen liegen halt nur minimal auf dem Boden. Mein Mann muss hier noch diese Rollos ranmachen. Der eine ist dran. Ich weiß gar nicht, wie wir die anderen rankriegen. Ich zeige euch gleich mal das Problem. Da habe ich wieder mal was nicht durchdacht. Dann die nächste Sache. Gestern ist ja der Vlog, den ihr dann hoffentlich schon gesehen habt, online gegangen. Also der letzte. Vom letzten Sonntag. Und ich weiß nicht, was los ist. Es war jetzt schon in den letzten 2, 3 Videos. Da dachte ich so, habe ich irgendwas falsch gemacht beim Upload oder irgendwas? Habe ich irgendwas falsch gespeichert oder so? Warum auf einmal meine Qualität von den Videos so schlecht geworden ist, obwohl ich halt immer mit der gleichen Kamera filme. Und dann ist mir eingefallen, dass es genau dann angefangen hat, als ich der Kamera ein Update gemacht habe. Die war ja auf einem alten Stand und dadurch, dass diese Canon ist ja so diese typische Vlogging-Kamera, ja, da habe ich gesagt, wenn ich vlogge, dann investiere ich mal in so eine Vlogging-Kamera, ist ja auch nicht günstig hier, dieser Kack. Und dann war es halt so, ich habe halt die neuere Version genommen und da war es auch so in den ganzen YouTube-Videos, dass sie ja so einen Struggle hat mit dem Fokus und so weiter. Und der sollte wohl behoben werden mit dem Update und ich wusste die ganze Zeit nicht, wie man so ein Update macht. Denn übrigens ich und Technik und das ist das, was mich so ärgert. Ich will so viel machen, aber dadurch, dass ich keine Ahnung von Technik habe, bleibe ich dann immer so hängen an so Dingen. Obwohl ich mir so Dinge vorstelle, ich würde es gern so machen und so machen, aber ich weiß dann immer nicht, wie man bestimmte Sachen so umsetzt und das ärgert mich dann. Beziehungsweise wenn ich mir dann die Zeit nehme und mich damit dann beschäftige, dann geht es ja, aber man muss sich halt auch die Zeit dafür nehmen. Und das ist halt so ein bisschen das Problem. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich weiß nicht, was mit der Kamera ist. Ob die so etwas extra machen, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen, dass wenn du ein Update machst, auf einmal die Kamera schlechtere Qualität hat, damit du dir dann eine neue kaufst oder was. Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es regt mich auf. Und dann auch noch, wenn euch es dann noch auffällt, demotiviert mich dann so extrem. Das ärgert mich einfach, weil man macht sich so viel Mühe und dieses ganze Rumgeschnippele und so weiter ist ja so viel Arbeit. Und dann, wenn dann die Aufnahmen einfach so dann nicht schön sind, dann ärgert es einen. Und deswegen muss ich jetzt gucken, wie ich das Problem löse. Ich muss mal kurz gucken, die Rechnung. Ich glaube, ein Jahr haben wir die schon. Aber trotzdem, ich muss halt gucken, wo kann ich das bringen. Genauso wie wir unseren Computertechniker haben, zu dem wir dann unsere Tablets oder Handys oder Laptops bringen, brauche ich halt jemanden, der sich mit Kameras auskennt, der mir einmal da durchschaut, woran das liegen könnte. Ich weiß nicht, auf jeden Fall. Kommen wir jetzt mal zu dem Fenster. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus, provisorisch. Ich zeige euch mal, wie ich mir das aber vorstelle. Erstmal hier, schaut mal. Das ist so viel, da muss so viel ab und das sind die von H&M. Da finde ich das ganz okay. Also ich finde das nicht so schlimm, dass da so ein Stück auf dem Boden liegt, weil es halt ganz wenig ist. Deswegen denke ich, die würde ich lassen, aber da muss halt sehr viel ab. Was mich halt freut ist, weil das war meine Sorge, dass ich die hier anders zuschneiden muss, dass die trotzdem schön hinter die Heizung fallen. Also es sieht halt nicht doof aus. Ich dachte, da wird jetzt so ein doller Bubbel entstehen. Jo, hallo, Licky. Hallo. Was, Bruder? Aber nein, das sieht gut aus. Deswegen kann ich die alle auf die gleiche Länge bringen. Muss nicht jetzt hier irgendwie auf Heizunglänge bringen. Ich fände es auch nicht schön, weil die Katzen liegen und schlafen auch immer sehr gerne auf der Heizung, gerade im Winter. Und deswegen, wenn dann da der Schal so drauf liegt, dann, weiß ich nicht, ist da bestimmt nach einer Zeit direkt voll mit Katzenhaaren. Ja, aber hier haben wir diese Plissé. Das ist ganz praktisch eben mit diesem Hoch- und Runterziehen. Die Montage war auch sehr einfach hier oben und unten angebracht. So, aber das Problem ist, dass diese Fenster, die anderen hier, die gehen alle nur noch auf Kipp auf. Das heißt, wie komme ich da unten ran? Wie kann ich das da anbringen? Das ist halt die question of the day. Aber die sind gut, weil die machen halt nicht so dunkel. Kann man unten lassen, kann man oben lassen. Auf jeden Fall, wie ich mir das aber vorstelle, ist nämlich so. Also eigentlich sollen alle Fenster so aussehen, dass halt immer das Plissé ist und dann hier jeweils die Schals dazwischen. Dann ist hier wieder Fenster offen und man sieht ein bisschen was von dem Plissé. Kann man ja dementsprechend hoch oder runter ziehen. Warte, jetzt mache ich mal die Gardine auch so. So habe ich mir das nämlich vorgestellt. Das hier jeweils, und das finde ich ganz gut, weil man sieht halt jetzt diese Fensterrahmen und die Fenstergriffe nicht mehr und das sieht schön aus. Und deswegen, ihr seht ja, hier ist so beige Schal und weißer Schal dann. Das sieht nicht so gut aus, sondern es muss schon wirklich so der beige Schal, weißer Schal, Plissé, weißer Schal, dann kommt hier eben das Plissé dran, hier das Plissé und so fehlt mir ein weißer Schal. Weil so sieht es halt irgendwie doof aus, wenn du hier einen beigen hast und hier einen weißen. Das ergibt keinen Sinn, weil das ist ja halt eben der sozusagen, den man ja zuzieht. Deswegen sieht das so schön aus. Und ich bin echt erstaunt, weil ich hatte die ganze Zeit Angst mit den Gardinen, dass es eben den Raum dunkler macht. Aber ganz ehrlich, auch wenn die alle zugezogen sind, macht es den Raum heller. Und das hat mich echt erstaunt. Vor allem abends sieht das viel angenehmer aus. Zeige ich euch dann auch nochmal, aber dann, wenn es fertig ist. Weil man einfach nicht mehr diese schwarzen Fenster sieht.
nächsten Tag. So, meine Lieben, ich habe meine Canon jetzt zur Reparatur abgegeben, denn ich dachte, die Garantie ist schon abgelaufen und dann dachte ich so, komm, ich suche mal jetzt die Dings, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken muss. Da dachte ich suche mal den Kassenbon und was gucke ich? Letzter Tag, Garantie, so gestern gewesen. Und dann sind wir nochmal schnell geflitzt und dann habe ich die jetzt abgegeben. Aber soweit der Mitarbeiter mir das erklärt hat, war es wahrscheinlich mein Fehler, weil ich habe ein Update durchgeführt und das habe ich, glaube ich, nicht korrekt gemacht. Und deswegen, ja, war die Kamera jetzt ein bisschen irgendwas alles falsch eingestellt. Ich habe gesagt, okay, so statt dass ich jetzt nochmal irgendwie rumfummle da und noch mehr alles falsch mache, schicke ich sie lieber ein. Und jetzt heißt es erstmal wieder übers Handy vloggen. Mal gucken, also entschuldigt, falls der Ton oder so schlecht ist. Ich meine, Aufnahmen gehen ja noch, aber ich habe hier kein Mikro fürs Handy, sondern mein Mikro ist immer nur für die Kamera. Naja, werden wir sehen. Auf jeden Fall, heute gibt es auch nicht viel zu vloggen. Heute ist lauter Termine angesagt. Jetzt erstmal gehe ich wieder zur Charité, zur Zahnklinik wegen meinem Kiefer. Die hatte mir eigentlich die Physiotherapie verordnet, bei der war ich noch nicht. Die fängt erst jetzt im Februar an. Es dauert halt immer alles, bis man einen Termin bekommt und so. Von daher muss sie mir nochmal eine neue Verordnung ausstellen und dann haben wir noch ein paar andere Termine, Einkäufe. Ich muss dann nur noch kurz zu Ikea nochmal die letzten Gardinenschals holen und dann morgen mache ich mich an das ganze Kürzen und Umkleben, Umbügeln und so weiter. Das wird ein Spaß. Ja, also so viel zu heute. Ansonsten werden wir sehen, was noch los sein wird. Wir haben es jetzt Sonntag. In ein paar Stunden seht ihr das Video, deswegen mache ich hier jetzt Schluss für diese Woche. Diese Woche war ja ein bisschen chaotisch, waren ein bisschen viele Termine, Kamera ist kaputt gegangen, wir filmen jetzt übers Smartphone und ja, ich hoffe dennoch, es geht jetzt so in Ordnung und die Qualität ist nicht ganz so dramatisch und ich hoffe, ich kriege meine Kamera sehr schnell wieder zurück. Ich zeige euch hier mal ein kleines Vorher-Nachher von der Gardinen-Situation oder Fenster-Makeover-Situation. Ich bin leider nicht fertig geworden, das heißt, ich muss die Gardinen noch kürzen. Ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber die Plissé-Jalousien sind dran. Ich bin super, super zufrieden mit denen. Ich habe sie bei Otto gefunden. Die haben ungefähr das Stück um die 29 € gekostet. Finde ich ganz okay. Also die waren sehr einfach zu montieren und sehr schön praktisch mit dem Hoch- und Runterziehen, wie man das möchte. Und genau, jetzt seht ihr noch, es fehlt noch ein Schal in der Mitte. Da kommt noch einer ran. Da habe ich es nicht geschafft, zu Ikea zu fahren. Aber dennoch finde ich, man kann sehr gut einen Vorher-Nachher-Effekt sehen. Gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht. Sieht sehr, sehr schön aus. Nächste Woche hole ich noch die letzte Gardine. Kürze das Ganze, dann zeige ich es euch einfach in dem nächsten Vlog. Ende nächster Woche haben wir ja hier in Berlin Winterferien. Da muss ich mal gucken, was ich mit den Kindern so mache. Falls ihr irgendwelche Tipps habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Es ist ja jetzt aktuell immer so ein bisschen schwer, irgendwas zu machen. Aber vielleicht habt ihr ja Ideen, dann schreibt es mir gerne. Dann schaue ich mal, was wir mit den Kids so unternehmen können. Das heißt, dann gibt es ein bisschen mehr Content mit den Kindern, weil sonst sind sie ja immer den ganzen Tag in der Schule und am Wochenende sind die auch immer gut beschäftigt. Aber ja, ich habe so ein paar Ideen. Ich würde auch gerne mit den Kids so ein Q&A machen, wo die Kinder auch mal so antworten und erzählen, falls die Lust haben. Wer Lust hat, mal schauen. Da könnt ihr mir gerne vielleicht dann im nächsten Video oder so schon mal eure Fragen schreiben oder auch hier, dann notiere ich mir das Ganze, was ihr so für Fragen an die Kinder habt. Vielleicht nur an die Jungs, nur an die Mädchen oder vielleicht sogar an einzelne Kinder. Schreibt es dann mal in die Kommentare. Und dann hoffe ich, obwohl der Vlog diese Woche ein bisschen chaotisch war, er hat euch dennoch gefallen. Wenn das der Fall war, dann würde ich mich natürlich über Feedback freuen in Form von einem Daumen hoch oder einem Kommentar. Ansonsten könnt ihr hier die letzten beiden Videos sehen. Hier könnt ihr den Kanal abonnieren. Aktiviert auch gerne die Benachrichtigungsglocke, um die nächsten Videos nicht zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche gesund und munter wieder. Macht's gut, bis bald. Tschüss.